Hey und willkommen zu meinem vierten Video aus Schwedisch Lappland. Diesmal geht es um den Schneemonat Februar. Die Einheimischen sagen nämlich, der Februar ist der Monat mit dem meisten Schnee. Und für das, was ich so gewöhnt bin, ist auch relativ viel Schnee gefallen. Die Leute hier sagen, in anderen Wintern wäre es noch mehr gewesen, aber da kommt auch sicher einiges noch. Und man könnte ja denken, der Schnee, der macht einem nur das Leben schwer. Ja gut, wenn man in Schneesturm Auto fährt, muss ich sagen, ist schon nicht so ganz ohne. Hat man manchmal gar keine Sicht, muss man erstmal sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, was man sonst so für Probleme hat, ne? Morgens immer Auto, erstmal eine halbe Stunde, bevor man losfahren will, freiräumen. Die Einfahrt freischaufeln, wenn nicht gerade der Traktor gekommen ist, der es für einen macht. Das ist zum Beispiel in Båtskärsnäs ganz schön, dass da immer ein Traktor kommt. Der macht die Straßen und Einfahrten frei. Aber manchmal schafft er das so schnell auch nicht und da muss man ganz schön selber ran. Ne? Ist auch guter Morgensport, wie mein Nachbar immer sagt. Der schaufelt eigentlich dauernd Schnee und meint, das ist so sein Sport. Er freut sich da richtig drauf. Und was ich ganz schön fand, ist auch zu sehen, dass der Schnee und das Eis, was jetzt auch am dicksten ist im Februar auf dem Meer, den Leuten das Leben aber nicht nur schwer machen kann, sondern zum Teil eben auch ganz schön hilfreich ist. Zum Beispiel auf den Inseln wird jetzt viel hingebracht, wo die Leute ihre Sommerhäuser haben, mit Schneemobilen, mit den Anhängern, also sei es jetzt Werkzeug oder Möbel oder irgendwas, was man so braucht, was im Sommer mit Booten viel schwieriger wäre zu transportieren. Und diese Schneemobile sind also ein ganz wichtiges Transportmittel hier im Winter. Ja, und dann ist natürlich jetzt Sport, Schneesport, Wintersport ganz wichtig. Am Wochenende waren gerade schwedische Jugendmeisterschaften im Langlaufski. Ein Teil davon fand in Kalix statt, das habe ich mir mal angeschaut, das war ganz spannend. Und die Leute hier lieben es einfach, mit ihren Skiern Langlauf hier durch den Wald zu machen oder auch Schneeschuhlaufen. Ich habe es jetzt öfter mal auch auf dem Eis gemacht, weil der Schnee da so hoch ist mittlerweile. Da sinkt man ganz tief ein, wenn man keine Schneeschuhe hat. Und wenn es dann ein paar Tage geschneit hat, dann ist auch wieder so ein Wetter wie heute mit herrlichem Sonnenschein. Ja, und sonst war Anfang Februar mein Geburtstag. Da bin ich mal hochgefahren in den Norden nach Kiruna und Abisko. Zusammen mit meinem Partner, der ist aus Deutschland gekommen. Und da haben wir uns zum Beispiel das sehr interessante Eishotel in der Nähe von Kiruna angeschaut. Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr zu. Und im Abisko Nationalpark, das ist fast schon an der norwegischen Grenze, kann man jetzt auch wunderbar Schneeschuh laufen oder auch ein bisschen wandern. Mit ein bisschen Glück sieht man Elche, haben wir auch getan. Und es ist einer der besten Orte weltweit, sagt man, um Nordlichter zu sehen. Und da hatte ich auch ein ganz tolles Spektakel an meinem Geburtstag. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Mit einigen Szenen aus dem Schnee und aus dem Norden. Und am Ende wie immer ein bisschen entspannte Musik, damit ihr ein bisschen runterfahren könnt. Viel Spaß! Schneemobile sind hier wie gesagt ein ganz wichtiges Transportmittel, aber man benutzt sie zum Beispiel auch, wenn man rausfahren will zum Eisfischen. Da fährt man meistens ein bisschen weiter raus aufs Meer. Und wenn man testen möchte, ob das Eis dick genug ist, zum Beispiel wenn man mehr transportieren möchte im Anhänger, dann haben die Leute hier ein Gerät, das ist praktisch wie eine Eisbohrmaschine.
Dann kann man damit nämlich schauen, wie viel Zentimeter dick das Eis jetzt gerade ist. Und das ist wirklich gar nicht so einfach. Das Ding muss man sich irgendwie zwischen die Beine klemmen, damit es einem nicht immer wieder aus der Hand rutscht oder einem gegen die Arme schlägt. Und dann irgendwann stößt man halt auf Wasser. Ja, und die Leute hier sagen, wenn das Wasser nur bis zu 3 Zentimeter dick ist, dann sollte man nicht aufs Eis gehen, denn wenn man dann einbricht und versucht, sich wieder rauszuziehen, dann bricht das Eis um einen herum natürlich auch. Und ab 4 Zentimeter ist das Problem nicht mehr so groß, dann könnte man es eventuell mit Glück schaffen, sich doch wieder rauszuziehen, dass das Eis um einen herum eben hält. Also man muss schon ganz schön vorsichtig sein. Aber jetzt im Winter ist das alles gar kein Problem. Also da ist es dann auch 70, 90 Zentimeter dick zum Teil mal. Da kann man also ganz unbesorgt über das Eis fahren, auch mit Schneemobilen, mit Anhänger und allem. Und ich habe eben auch mal zugeschaut, wie die Leute hier so Eis fischen. Das ist auch ganz spannend. Und kurz danach waren dann eben die schwedischen Jugendmeisterschaften im Langlaufski in Kalix. Und das ist ein ganz wichtiges Event auch in Schweden, weil da wirklich auch einige der zukünftigen Meister manchmal bei rauskommen, die also eines Tages vielleicht bei der Olympiade mitlaufen werden. Ist also nicht mal einfach nur Schulsport. Kom on till King! Du hade bra tidigare i loppet. Semifinal och även tredje. So ungefähr 15 oder 20 Minuten mit dem Auto von Kiruna entfernt ist der kleine Ort Jukkasjärvi. Und da steht eine der allergrößten Attraktionen im Winter hier in Schwedisch Lappland, das ist das Eishotel. Also nachhaltiger geht es kaum, denn jedes Jahr im Winter, wenn der benachbarte Fluss zufriert, das ist der Torne-Elv, da schneiden Künstler und Handwerker verschiedene Eisblöcke aus dem Fluss heraus und zaubern daraus ein ganzes Hotel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und die sind so kreativ und gestalten wirklich Zimmer, wo man denkt, mein Gott, wie kommt man auf so eine Idee? Also zum Beispiel ein Zimmer, das hieß, glaube ich, In Bed with the Chickens, mit den Hühnern ins Bett gehen. Und da werden aus dem Eis zum Beispiel Hühnerköpfe und Hühnerformen geschnitzt. Und dann hört man Gackern im Hintergrund als Hintergrundmusik. Und in diesen Eiszimmern, die sind so zwischen -5 und -8 Grad kalt, kann man wirklich eine Nacht verbringen. Auf dicken Rentierfellen natürlich, in Schlafsäcken. Ich habe dort nicht übernachtet, sondern mir das einen Tag lang einfach mal angeschaut. Aber alle sagen, also man kann ganz bequem dort auch schlafen. Wenn dann der Frühling kommt, irgendwann im Laufe des Aprils, ist so ein bisschen unterschiedlich je nach Jahr, dann schmilzt das Ganze halt wieder und verschwindet über den Sommer. Im Sommer kann man dort also in normalen Zimmern übernachten. Und dann im Winter kommt eben wieder das Eishotel dazu. Also das ist wirklich was ganz Schönes, um sich das mal anzusehen, und auch die Eiskunstgalerie, die es dort gibt, und in der Eisbar kann man dann auch einen Drink einnehmen. Hier habe ich euch ein paar Eindrücke aus diesem Eishotel gesammelt.
als wir im Norden waren, auf einer dieser Straßen, wo links und rechts wirklich nur weiß erstarrte Bäume stehen. Und dann war das auch noch so ein ziemlich grauer Tag. Da meinte mein Freund, kommt dir das hier nicht manchmal vor wie der Tod? Und ich war ganz überrascht, weil ich persönlich noch nie diese Assoziation hatte mit dem Tod hier. Klar, wenn man mal sich das anschaut, könnte man denken, okay, dieses erstarrte Welt, das könnte wirklich in einem Buch zum Beispiel ein schönes Bild sein, was den Tod repräsentiert. Aber ich persönlich habe das immer nur als eine total willkommene Auszeit empfunden. Als ein Sein dürfen, als ein nicht machen müssen und dass vieles eben auch einfach nicht geht. Das ist für mich eine eher sehr, sehr schöne Erfahrung und zeigt mir auch mal wieder, dass da, wo ich eben herkomme, wo ja die meisten von uns herkommen, es gar nicht mehr so ausgeprägte Jahreszeiten gibt und uns die Natur auch nicht mehr wirklich so schön vormacht, dass es vollkommen okay ist, monatelang einfach auch mal nur zu sein, bewegungslos, erstarrt und dass dann nicht unbedingt irgendwas gehen muss oder frühzeitig gehen soll. Und das ist für mich eigentlich eher meine Interpretation gewesen in den letzten Monaten. Runterkommen, ankommen, auch mal abwarten dürfen. Nicht sofort jetzt Action-Modus wieder, wie ich es aus der Stadt gewohnt bin. Und genau das bedeutet für mich eigentlich diese erstarrte Welt. Einfach einmal nur sein dürfen und nicht unbedingt machen müssen. Nicht blühen müssen, nicht schön sein müssen, nicht irgendwas anderes sein müssen, als es in diesem Moment ist. Und das ist einfach eine weiß erstarrte Welt gerade, die sich wieder regeneriert und neue Energie sammelt für den Frühling.
Wie fühlt sich ein Italiener in Lappland? Nicht zu kalt. Nicht so kalt? Nein, Nee? gar nicht. Was gefällt dir am besten hier? Stille, Stille? Stille, total Stille. Und ja, Landschaft ist sehr schön. So voll von Schnee und schöne Berge, die so wild aussehen. Das macht einen guten Wechsel. Das finde ich auch.